Hallo, dass ich noch ein bisschen melde. Heute ist, ich denke mal, Freitag. Bin nicht sicher oder Donnerstag. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen schlecht mit den Tagen momentan, aber wir sind noch unter die Woche, das weiß ich. Sonst, heute wird ein bisschen ruhiger Tag sein, weil es ist nur ein schlechtes Wetter. Gestern war mehr oder weniger nur Regen, ein bisschen Regen, dann weg, dann Regen, dann weg. Quasi, und wenn es regnet, hat es geregnet wirklich viel, weil wir sind so in Brisbane jetzt und es ist so wie ein bisschen eine Dschungelstadt, meiner Meinung nach. Es ist Dschungel relativ in der Nähe. Es ist ganz anders wie Sydney-Vibe. Wie gesagt, jetzt werden wir heute ein bisschen noch, weil heute ist noch ein bisschen schlechter Tag. Heute ist auch ein Feiertag, einer von den größten Feiertagen in Australien. Weil die feiern, ich denke, mit Neuseeland einen Sieg in einem Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob der erste oder zweite, das ehrlich gesagt weiß ich nicht. Aber wie gesagt, heute ist ein Feiertag, deswegen sind die Läden mehr oder weniger geschlossen. Wir waren gestern noch ein bisschen shopping. Ich habe mir ein paar Sachen noch gekauft, weil ich habe ein paar Sachen günstiger gekriegt und ein paar Sachen von der Marke war, wo in Europa kriegst du nicht so einfach. Und die sind auch billiger hier. Und ja, heute werden wir ein bisschen die Stadt ansehen. Ich denke mal, wir gehen ein bisschen mit dem Fuß jetzt gerade in so circa eine halbe Stunde oder Stunde. Und wir werden noch eine Parade vielleicht sehen. Ich weiß noch nicht, ob wir werden das oder nicht, weil je nachdem, ob wir ihn noch kriegen. Aber sonst, ja, Parade werden wir definitiv schauen. Sonst, Brisbane ist die drittgrößte Stadt in Australien mit 2,6 Millionen Leuten, ich denke, hier sogar. Und ja, morgen fliegen wir aber nach Cairns. Das ist noch oben, wo ist der Grand Barrier Reef. Hoffentlich habe ich das richtig gesagt. Morgen fahren wir nach Cairns und dort bleiben wir, ich denke, 3 Nächte auch. Ja, das ist jetzt momentan der aktuelle Stand und ja, ich freue mich, dass es heute wirklich ein bisschen so ruhiger geht, weil irgendwie mag ich, dass es Regen ist, weil es war jetzt wirklich viel los. Jeden Tag woanders irgendwas was sehen, wir müssen dort. Es war wirklich, ehrlich gesagt, anstrengend alles, weil ich habe so nachgedacht, scheiße, ich brauche Urlaub nach dem Urlaub, dass ich nur einen Urlaub brauche, wenn ich fertig mit dem Urlaub habe. Aber das geht nicht. Aber ja, das ist der aktuelle Stand und wir sehen uns dann wenn wir uns sehen. So, dass ich ein bisschen noch rede, weil ich war die ganze Zeit ehrlich gesagt in der Vlog still und meistens nur Video gemacht. Quasi, wir sind in der neuesten Gebäude eigentlich geöffnet im Dezember 2024, nicht so lange eigentlich. Und hier oben ist quasi ein View und Bars, eigentlich ein Rooftop, wo es wirklich, wirklich nice war. Und wenn es geregnet hat und wir haben am Ende gesagt, gehen wir auf ein Getränk und warten wir ab, was passiert. Aber es war wirklich geil, das Gebäude. Das oben war hier eigentlich umsonst. Du kannst umsonst hier oben gehen und natürlich Getränke dann zahlen. Aber dann später ist das Wetter auch besser geworden, aber das hat sich definitiv gelohnt und haben wir in Innenstadt gewesen. Still checking, sorry. Ja, Sandwich. Es ist im Wohl, ja, aber das ist nicht so. Yes, Mom.
So, ich habe dem eigentlich ein Gecko gefunden in unserem Schlafzimmer. Ich habe in unserem Schlafzimmer ein Gecko gefunden und ich wollte dem quasi nicht jetzt, dass es drin bleibt. Deswegen habe ich ein Glas genommen und dann habe ich ihn gefangen, aber leider ist der Schwanz weggefallen. Aber er wird wachsen wieder. Und leider ist der Schwanz gefallen, aber jetzt habe ich den rausgebracht, aber er will nicht rausgehen von dem Glas. Deswegen habe ich jetzt Glas draußen auch gelassen und warte jetzt, ich denke morgen wird es schon weggehen. Das ist der Plan vom Gecko rauskommen, Gecko retten. Und jetzt gehen wir quasi grillen, wir grillen schon draußen, weil wir haben so ein Barbecue-Griller quasi. Haben wir ein paar Sachen gekauft und Gemüse jetzt geschnitten und alles. Und ich mache jetzt eigentlich alles noch raus und dann gehen wir essen. Das und sonst heute war eigentlich entspannt. Wir waren in der Market, quasi Gemüsemarket und auch Essenmarket, aber wir waren zu spät für Essen, deswegen haben wir leider nicht gegessen dort, sondern wir haben nur geschaut und alle anderen Dinge genommen. Und jetzt kommt das Beste, Kuranda Scenic Railway. Das ist sowas von nice gewesen. Das ist mein Lieblingstrip gewesen in ganz Australien, ehrlich gesagt. Das ist quasi 100 Jahreswaggon, die sind jetzt touristisch gemacht. Geht nach Ort Kuranda. Das war früher so viel Minen und so weiter, Gold und so weiter, ich denke mal, aber das ist jetzt so touristisch gemacht. Das ist 100 Jahre alten Waggon eigentlich haben wir gefahren durch Dschungel, wirklich durch Dschungel. Und die Natur von hier ist nur wow. Wir haben das 2 Stunden lang gefahren von Cairns nach Kuranda. Und ich habe das genossen. Es war sowas von geil. Und ich und Suge sind dann bin ich wie ein Kleinkind, ehrlich gesagt. Und das wird ihr sehen ein bisschen, dass ich wie ein Kleinkind so überhaupt. Das war meine ganze Fahrt. So. Das kann jeder bestätigen, wo er da war. Und das View, das war das einige für Highlight, dass die Brücke und das Wasserfall auf der anderen Seite ist, was nur wow. Und ich war so, oh mein Gott, kann ich hier jeden Tag fahren. Sonst haben wir das wirklich nur genossen, das Ausblick. Ja, schaut mal, wie glücklich ich bin, wie ein Kleinkind, wie gesagt. Ich bin so glücklich gewesen. Und hier haben wir noch dann einen Zwischenstopp gehabt. Das ist nur Zwischenstopp, dass wir können das Wasserfall eigentlich nachschauen. Und es war nur breathtaking, ehrlich gesagt. Es war mega, mega, mega. Dann haben wir eigentlich einen Bus genommen vom Kuranda und wir haben zu einem Resort gegangen für Tiere und so weiter. Mit dem Bus haben wir ein bisschen gefahren, nicht so weit entfernt vom Kuranda, so vielleicht 10 Minuten Fahrt. Und zum Rainforest Station Natural Park, hier haben wir verschiedene Tiere gesehen. Das ist das Tasmania Devil, I think. Ja, ich denke, es heißt so genau. Und es gibt so viele Tiere hier. Zum Beispiel Kängurus war einfach überall. Henga. Це само все зробили. Шпигу.
Cadê las mortes lá contra a lei? Rain, which of course happens occasionally in the rainforest. So I do R3 duck, by the way. It's an original engine. Put it around the track a couple of times. Bought it in 1976. Nice season. So we do have pretty much 2 seasons up here. If you want to say winter, summer, spring, autumn, that works in Sydney and Melbourne, but not in the cultural context of Northern Australia. An army duck on the left here, number 12. So you might be able to see the propeller that's underneath it. We also, folks, have 6 wheels on an army duck, which is good because there's no spare tyre, so we have an elbow in it. See that? That's traditionally how a boomerang is made. So boomerangs, usually they would have one short arm and one long arm, and they'd be quite large, more like a club. And that's the boomerangs that sort of fling around and come all the way back. When you live here, this is why you live here. You don't live here for the sauna when it's very otsui. You live here for when it's cooler time of year. All right. What do you reckon? Head on down to the water. Yeah, it's that's as good as the sound system gets, sorry. We've got 6 wheels pushing on. We're at 6-wheel drive, folks. We go slowly, but they used to push these ducks to 80 kilometres an hour, 50 mile per hour back in the day, which by disengaging the front wheels and just running with the back on the highway, it'd be a pretty rocky road, I reckon. Now, having a little bit of a look as we go. The water's getting deeper and deeper, so it doesn't matter how many wheels we have soon, they're not going to work, are they? No. All right. Now. Slashing deck on the back or whatever you want to chuck on it, okay? Well, the old, poor Land Cruisers and stuff got too much plastic in them. They used to all be able to attach things to them, winches and whatever from the engine. Up here, folks, we do have a fern. Now, it's got sort of a round shape and got these sort of brown bracts on it, okay? But it's sort of a round bucket. That chirp, chirp, chirp noise is them as well. It took me a few days to be able to see them. I could hear them going around. Yeah, beautiful, aren't they? You don't normally get this close to them. I told a little girl once to go to this tree because I hear them calling. I went to an art gallery. Do what I sometimes do and go back down to Victoria. Yeah, nice. Sorry, first of all, you will see them over there too in New York and other parts of America. I have in like big corporate buildings because, folks, and the seeds to be dispersed far and wide, keeping the biodiversity of the rainforest very, very rich. We have lots of seed dispersers up in the sky. Wir sind gestern nach Cairns nach Melbourne geflogen und jetzt zeige ich euch die Wohnung, weil wir waren relativ spät, wir waren so circa 1:30 in der Wohnung und wollte nicht mehr filmen, wollte nur schlafen gehen. Deshalb habe ich mir jetzt entschieden, wo die Leute gegangen sind, noch einkaufen. Ein paar Sachen in Aldi und in den Time kann ich zeigen die Wohnung eigentlich. So, die Wohnung ist ein langer Flur, wirklich ein langer Flur. Ich zeige mal, so ein langer Flur ist es ja. Und dann haben wir eine Küche hier, Stühle,
Living Space, Wohnzimmer, unsere Sachen halt, das trocknen wir, weil gestern haben wir noch auf dem Beach gewesen, auf dem Pool. Und das ist unser Ausblick auf die Terrasse. Es ist scheiß geil. Wir sind in den höchsten Stock hier und wir haben so eine mega Aussicht. Und hier sind noch und hier ist das Bad, aber das benutzen. Hier ist unser Schlafzimmer, ein bisschen messy, wir haben geschlafen, wir haben von kurzem aufgewacht. Hier laden wir unsere Sachen. Zweites Schlafzimmer und ich kann zeigen ein Bad von mir. Das Bad ist gleich wie bei uns, das bin ich. Und mega schöne Wohnung, ehrlich gesagt. Und es ist so ein geiles Aussicht. Und ich freue mich auf Melbourne, ehrlich gesagt. Vom Schlafzimmer haben wir auch ein schönes Ausblick eigentlich. Das ist unser Ausblick vom Schlafzimmer, ehrlich gesagt. Heute ist sonst der Plan, dass wir gehen ein bisschen Stadt umsehen, wie ich weiß. Und dass wir noch abends fahren, so circa 2 Stunden entfernt, zum ein Beach, wo die quasi kleine Pinguine gehen, zurück vom den Arbeitstag essen quasi. Und das ist heute der Plan. Und ja, wie gesagt, ich freue mich ein bisschen in die Stadt ansehen, weil es ist geil. Es ist so viele Skyscraper, Hochhäuser, mehr als in Sydney definitiv. Und die sind nur wow. Wirklich jetzt. Ja. Und natürlich müssten wir gehen zum den höchsten Gebäude Melbournes. Das ist, ich denke, es heißt Eureka, bin ich mir sicher, aber ich denke Eureka. Das hier müsste auch, es ist ein Eintritt gewesen, auch musste ein bisschen zahlen. Aber es hat sich definitiv gelohnt, ehrlich gesagt, weil der Ausblick ist 360 von Melbourne und du konntest alles sehen und das Wetter war auch geil. So. So, und hier sind dann angekommen zum Phillip Island. Hier findet man die kleinsten Pinguine des Erde quasi. Hier kann man schauen, wie die Pinguine zurückkommen vom Arbeitstag, wie gesagt. Und es war wirklich nice. Ich habe die Pinguine selber nicht gefilmt, weil uns hatten die gebetet, weil wir sollten nicht filmen, die Pinguine, weil die haben dann Angst und dann kommen die nicht. Und dann habe ich mich angepasst und habe mir auch gesagt, einmal kann man auch nicht filmen und einfach nur genießen. Deswegen, sonst könnt ihr aber auch online schauen, die haben Videos von den Pinguinen, wenn jemand interessiert. Ja. Gerne wärst. Ist narod Empty. Und dann ist die Zeit gekommen, zurück zum Sydney fliegen. Der letzte Flug in Australien, quasi in Australien. Und ich habe noch gegessen natürlich, weil ich hatte Hunger. In Sydney haben wir dann eigentlich den letzten Tage noch genossen, die Dinge gemacht, was wir wollten, noch zum Beispiel Metro fahren,
dann noch die Stadt ansehen, Innenstadt natürlich, und wir haben noch einen Tag in Innenstadt geschlafen. Und natürlich mussten wir noch zum Harbour Bridge mit dem Fuß gehen drüber. Das musste man machen und es war einfach nur wunderschön und wow. Es hat den Tag noch ein bisschen schlechter Wetter gewesen, aber es war trotzdem schön. Hi. Is that coconut? You bought a coconut. They need to because it's one of like Sydney's most popular destinations, and the existing one, as you see, is not that like big or anything. This bridge maybe 80s. Okay. Hallo. Ich melde mich nur kurz, weil heute ist der letzte Abend in Australien. Wir sind wieder in Sydney, wie gesehen und ihr habt. Und ich habe mir die letzte Woche generell sehr selten gemeldet, weil ich hatte keine Zeit wirklich zu filmen, ehrlich gesagt, oder nicht keine Zeit, ich hatte es nicht Bedürfnis zu filmen. Ich habe viel Content gefilmt, aber nicht so viel geredet. Aber ich werde das so oder so alles machen in Flugzeug, alles zusammen das Video, und dann schaue ich mal, wie es alles wird. Und ich denke, ich nehme dann alles noch an oder ich spreche ein in der Video oder irgendwas mache ich halt, dass ich ein bisschen erzähle, was alles ihr seht und wie es alles wird. Und ich wollte nur zeigen jetzt heute, wir sind hier in Sydney sonst bei der Familie, wo sind die wirklich nett, und noch einmal Dankeschön auf alle, wenn ihr vielleicht das seht. Ich wollte nur ein bisschen noch heute melden, weil so der letzte Tag ist und der Australien Trip. Ich wollte ein bisschen sagen, dass es war mega schön. Wir haben sehr viel erlebt, sehr viel genossen die Zeit, und ja, it's time to go back to reality, I guess. Und ich wollte nur zeigen, was es heißt. Wir müssen morgen packen, Koffer und so weiter. Und wir haben so viele Sachen jetzt und es ist so ein Chaos auch, weil ich habe heute alles noch ein bisschen mehr Chaos gemacht. Und das will ich euch heute zeigen. Dass ich weiß, wie ihr seht, 3 Wochen in Australien zu sein. Der letzte Tag ist morgen und morgen müssen wir packen. Und wir machen morgen noch den ganzen Tag irgendwas. Deswegen, ich weiß es nicht, wann müssen wir packen. Morgen haben wir den Flug um 9 abends in Australien. Wir landen dann Montagabends in Zagreb. Ich zeige euch jetzt. So, das alles. Das ist mein Koffer, das ist mein Koffer, das sind die Sachen, das ist mein Zeug. Da oben sind noch ein paar Sachen. Und das alles. Es
es ist sehr viel. Wir müssen das irgendwie schaffen. Wir müssen das alles schaffen in den Koffer, weil sonst ich weiß nicht, wie wir das transportieren alles. Wir haben ein paar Sachen gekauft, weil die sind hier sehr, sehr günstiger als in Europe in general. Und wie gesagt, es wird ein langen Tag noch morgen sein mit dem Packen und alles. So ja, aber ja, Australien ist bald vorbei. Aber es war schön. Ich komme noch definitiv wieder in Australien, das ist noch sicher, weil es gibt so viel zu sehen.